Hey Freunde, euer Tippkaiser hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder meine Bundesliga-Prognose. Die englische Woche steht an. Ich habe ganze 6 Wetten vorbereitet. Heute gibt es auch keinen Schnickschnack. Wir haben am Ende noch ein Gewinnspiel, das war's dann aber auch. Heute voller Fokus auf die Wetten. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du das tust. Denn hier gibt es einiges an kostenlosen Sportwetten-Content. Viel Spaß! Als erstes starten wir mit der Partie aus der dritten Liga, Chemnitz gegen Preußen Münster. Und ich muss sagen, ich sehe das Ganze wirklich relativ ausgeglichen an. Chemnitz hat jetzt aus den letzten 5 Spielen nach der Corona-Pause 4 verloren. Klar waren jetzt auch Gegner wie Duisburg, Ingolstadt, Kaiserslautern und so weiter dabei. Aber ja, trotzdem, sie machen einfach kein gutes Spiel. Ja. Sie können sich einigermaßen hinten reinstellen, aber in der Offensive sind sie einfach viel zu ungefährlich. Selbst gegen Carl Zeiss Jena nur mit einem 1:0 gewonnen. Und ich sehe einfach nicht, dass sie sich hier in der Liga halten können, wenn sie so weitermachen, wie jetzt nach der Pause bisher. Bei Preußen Münster sieht das Ganze anders aus. Die haben sich wirklich sehr gut geschlagen in meinen Augen, spielen ansehnlichen Fußball, haben gegen Halle gewonnen, 4:2, gegen Unterhaching sogar gewonnen, gegen Ingolstadt nur 0:0, aber selbst das Spiel hätten sie gewinnen können in meinen Augen und gegen Bayern 2 nur mit einem 3:2 verloren. Ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Für mich ist das einfach eine 50-50-Partie. Quoten sind aber völlig auf der Seite von Chemnitz. Aufs X2 gibt es eine Quote von 1,8. Nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Und ich denke mal, das Spiel wird 1:1 ausgehen. Als zweites gehen wir rüber nach Ingolstadt. Die spielen nämlich gegen Braunschweig. Und das Spiel finde ich sehr interessant. Bei Ingolstadt war es ja vor der Corona-Pause so, dass sie einen extremen Negativlauf hatten. Ja, 4 Niederlagen in Folge und dann auch nur ein mageres 1:1 gegen den Hallischen FC, die ja zu der Zeit wirklich ultra schlecht performt haben. Also das kann man im Grunde auch als Niederlage zählen. Ja, jetzt nach der Corona-Pause schaut das Ganze zumindest von den Ergebnissen her etwas besser aus. 2 Siege, 2 Remis und eine Niederlage. Aber erstens gegen wen? Gegen Teams wie Groß Asbach, Chemnitz, Preußen Münster, ja, keine Knallergegner, würde ich sagen. Und zweitens, nicht mal diese Spiele haben sie wirklich verdient gewonnen oder das Unentschieden hätte auch eine Niederlage sein können. Also nicht mal gegen diese Gegner haben sie gut performt. Bei Braunschweig schaut das Ganze anders aus. Die sind jetzt mit 4 Siegen und einem Remis nach der Corona-Pause bedient. Auf jeden Fall sehr, sehr stark. Vor allem die Offensive hat sich gut verbessert in meinen Augen und Ingolstadt ist einfach nicht mehr so torgefährlich, wie sie es auf jeden Fall mal waren. Wenn man hier noch einen direkten Vergleich haben möchte, beide Teams haben jetzt in den letzten 5 Spielen gegen Unterhaching, gegen Groß Asbach und auch gegen Bayern 2 gespielt. Und Braunschweig hat sich in all diesen Partien auf jeden Fall deutlich besser geschlagen als Ingolstadt. Sollte man jetzt nicht zu hoch bewerten, aber das ist auch nochmal ein kleiner Side-Fact. Das heißt, in meinen Augen spricht hier eigentlich alles für Braunschweig. Klar, sie spielen auswärts, aber der Heimvorteil, den darf man jetzt aktuell nicht zu groß bewerten ohne Publikum. Von daher in meinen Augen allerhöchstens ein 50-50-Spiel. Auch hier gibt es eine Quote von 1,8, 1 sogar auf die doppelte Chance X2. Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Und hier gehe ich sogar von einem Auswärtssieg aus, tippe auf ein 1:2. Als nächstes haben wir das Spiel Viktoria Köln gegen 1860 München. Und dieses Spiel, da sehe ich auch einen ganz klaren Klassenunterschied. Viktoria Köln wirklich eine miserable Defensive, die stehen hinten einfach unglaublich schlecht. Diese Torgefährlichkeit, die sie zumindest zu Beginn der Saison hatten, ist irgendwie auch verschwunden. Also für mich ist das kein Team, das aktuell in die dritte Liga gehört tatsächlich, ja, so hart es klingt. Aber ich sehe einfach kein Land für dieses Team. Vor allem, wenn es jetzt gegen 1860 München rangeht. Für mich aktuell eines der besten Teams der Liga. Klar, die Ergebnisse haben jetzt nicht so überzeugt. Gut, bei Viktoria Köln auch nicht, 4 Niederlagen. Aber 1860 München gegen Duisburg, gegen Würzburger Kickers, Rostock, Kaiserslautern, also wirklich knackige Begegnungen. Haben nicht alle gewonnen, aber sie haben immer gut performt in meinen Augen. Und ich denke einfach, dass sie jetzt gegen ein Team wie Viktoria Köln richtig einen raushauen werden. Ich sehe auf jeden Fall das Auswärtsteam gewinnen. Finde die Quote von 2,25 sehr, sehr ansprechend. Ich gehe von einem 1:3 aus. Die packe ich auf jeden Fall ein. Und wir bleiben für einen allerletzten Tipp in der dritten Liga, nämlich zum Spiel Uerdingen gegen Duisburg. Und auch hier sind die Quoten fast ausgeglichen, sehe ich auf jeden Fall anders. Uerdingen jetzt zuletzt mit einem 0:0 gegen Jena, also hinten einmauern können sie sich auf jeden Fall, aber nach vorne fehlt da einfach einiges. Wenn ich mich nicht irre, sind da auch immer noch 5, 6 Stammspieler verletzt. Uerdingen, man weiß ja nie, was man kriegt. Ja? Also sie haben mal einen richtig guten Tag, mal einen richtig schlechten Tag. Unter den aktuellen Bedingungen mit den ganzen Verletzungen, dass sie den Heimvorteil nicht wirklich haben, denke ich aber, dass sie ihr Potenzial sowieso gar nicht ausschöpfen können. Und selbst wenn sie einen extrem guten Tag haben, ja, dann wird das in meinen Augen maximal ein Unentschieden. Denn Duisburg
sehr gut drauf. Die sind aktuell knapp noch auf der 1, wollen sie natürlich halten, für die geht es noch um was. Bei Uerdingen, die stehen genau in der Mitte, also die können eigentlich nicht mehr aufsteigen, nicht mehr absteigen, wenn man mal ehrlich ist. Klar, theoretisch wäre wahrscheinlich noch irgendwas drin, aber realistisch gesehen nicht. Ich glaube auch nicht mehr, dass die Jungs dran glauben. Ja, klar, man will sich immer eine bessere Tabellensituation erschaffen und so weiter, aber das Feuer, sage ich mal, ist eher bei Duisburg. Sie sind klar das bessere Team, haben auswärts in der Saison etwas geschwächelt, aber das negiert sich jetzt etwas durch die Geisterspiele. Von daher sehe ich hier wirklich den klaren Vorteil bei Duisburg. Denke auch das wird sowas wie ein 1:3. Nehme trotzdem vorsichtshalber den Head-to-Head-Sieg mit zu einer Quote von 1,75. Und dann gehen wir noch kurz in die zweite Bundesliga und zwar einmal zum Spiel Hannover gegen St. Pauli. Und hier finde ich schon eine Sache sehr interessant. In der letzten Partie Darmstadt gegen Hannover war die Hannover-Quote ja so bei 2,7, also die Quoten waren relativ ausgeglichen und die ist dann nochmal kurz vor Spielbeginn auf 1,95 gedroppt. Jetzt frage ich mich, wie kann man Hannover eine höhere Quote zu Hause gegen St. Pauli geben? Also das stimmt wirklich vorn und hinten nichts. Eigentlich müsste der Markt die Quote wieder ordentlich runterdrücken auf 1,7, 1,8. Alleine deswegen gehe ich schon davon aus, dass die Quote enorm viel Value hat. Aber ich weiß, die meisten Zuschauer wollen nicht nur Value von mir hören, sondern ja, ich denke auch, dass Hannover dieses Spiel gewinnt, fernab von mathematischen Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Ich denke, Hannover wird dieses Spiel gewinnen. Sie sind klar das bessere Team in meinen Augen, vor allem jetzt nach der Corona-Pause ordentlich zugelegt, auch gegen Sandhausen, auch jetzt gegen Darmstadt. Beide Spiele verloren, relativ hoch sogar, aber sie haben beide Spiele ein sehr gutes Spiel gemacht und St. Pauli ist ein Team, das auf Konter spielt. Das heißt, Hannover wird ihr Spiel machen können, sie werden ihren Ballbesitz kriegen und ich denke, wenn man Hannover einfach 65% Ballbesitz gibt, wird man auch seine 2-3 Dinger kassieren. Ja? Das heißt, auch hier gehe ich von einem torreichen Sieg des Heimteams aus. Ich tippe auf ein 3:1. Auf den Sieg gibt es wie gesagt eine Quote von 2,02 oder so. Die packe ich auf jeden Fall mit ein. So, und bevor wir jetzt zur letzten Wettempfehlung gehen, wollte ich noch mal ganz kurz aufs letzte Video eingehen. Da haben wir einmal tatsächlich die 5er-Quote und auch die 6er-Quote gehittet. Ja, also sehr, sehr erfolgreiches Wochenende. Auch wenn Kiel und Stuttgart uns ein bisschen den perfekten Tag, sag ich mal, versaut haben. Aber trotzdem sehr, sehr stark. Danke nochmal an die ganzen lieben Worte und natürlich Glückwunsch an jeden, der da mitgegangen ist. Falls du diese Tipps verpasst hast, dann tu es. Abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auf jeden Fall keinen weiteren kostenlosen Sportwettentipp von mir mehr verpasst. Und die letzte Wette finden wir im Spiel Erzgebirge Aue gegen VfL Bochum. Sehr interessante Partie, wie ich finde. Bochum, muss ich sagen, spielt einfach krass. Ja? Also die spielen wirklich sehr, sehr stark. Aus den letzten 6 Partien, jetzt nach der Corona-Pause, nur ein einziges Gegentor. Wirklich sehr, sehr stabile Leistung. Und auch vorne gefallen sie mir sehr gut. Sie machen wirklich immer ein anständiges Spiel, was man von Aue jetzt nicht unbedingt behaupten kann. Ja. In der Statistik sieht das Ganze immer noch einigermaßen attraktiv aus, schießen aber meistens einfach nur neben das Tor, ja, ein paar Fernschüsse hier, ein paar Fernschüsse da und erlauben sich hinten einfach zu viele Fehler. Ich denke, Bochum ist aktuell zu stabil, um dieses Spiel hier zu verlieren. Also ich sehe Bochum hier schon etwas weiter vorne. Quoten komplett ausgeglichen. Auf den Head-to-Head-Sieg gibt es eine Quote von 1,95. Packe ich auf jeden Fall ein. Und ich tendiere hier zu einem 1:2, könnte mir aber auch einen Unentschieden vorstellen, also ich würde hier schon raten, abzusichern. So, ja, wieder keine Wettempfehlung, was die erste Bundesliga betrifft. Ich weiß, tut mir ehrlich leid, aber da gefällt mir aktuell einfach noch nichts. Der aktuelle Stand sind die Quoten mir noch zu unattraktiv, aber da werden neue Informationen in den Markt kommen. Da werden sich die Quoten noch ändern. Ich werde mir die Aufstellung angucken und sonst spätestens live wird sich auf jeden Fall etwas ergeben. Diese Tipps werde ich dann gegebenenfalls im Telegram-Kanal posten, der auch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Alles kostenlos, schau auf jeden Fall mal vorbei. So, Thema Gewinnspiel. Letzte Woche hat leider keiner gewonnen, das Ergebnis 1:4. Hertha Frankfurt konnte keiner richtig tippen. Aber wir werden natürlich neu starten. Schreibt mir mal in die Kommentare euer Ergebnis zum Spiel Dortmund gegen Mainz. Würde mich mal interessieren, ob ihr denkt, dass sie die jetzt abschießen oder sich vielleicht wieder schwer tun, ja, gegen Düsseldorf. War es ja wirklich dann ein glückliches 0:1 am Ende. Haut's mir in die Kommentare und wieder 25 € an den Gewinner. Abonniert diesen Kanal, lasst mir gerne ein Like da, wenn dir dieses Video gefallen und geholfen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao.